Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Triangle Strategy, dem Spiel, was garantiert niemand von euch verfolgen wird und einem Projekt, was wahrscheinlich auch niemand von euch wirklich verfolgen wird. Wir haben beim letzten Mal unseren Hauptcharakter kennengelernt, haben unsere Verlobte aus den Fängen von Banditen gerettet, das Kampfsystem kennengelernt und wir machen erstmal die Nebengeschichte, bevor wir mit der Hauptgeschichte weitermachen. Weißholmbrücke. Genau, der Prinz hatte uns ja geholfen. Und der kriegt jetzt wahrscheinlich richtig auf den Deckel dafür, dass er abgehauen ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe übrigens ein bisschen tatsächlich mich zwischendurch über das Spiel mal informiert, ob das gut ist oder nicht so gut ist. Es wird tatsächlich sehr für seine Story gelobt, also ich bin sehr gespannt. Vor allem auch die Entscheidungsfreiheiten bzw. die Arten, wie man Entscheidungen trifft, soll wohl auch super interessant sein. Deswegen lasse ich mich da auf jeden Fall mal überraschen. Er kriegt erstmal jetzt richtig Ärger, der Prinz, wenn er wieder da ist. Man sieht schon. Welchen Empfang? Ah, hallo, du bist nicht böse, oder? Er klingt schon böse. Welche Ehrengäste sind da? Ich liebe diesen Grafikstil, das muss ich auch jede Folge einmal sagen. Mindestens. Einige sind neu. Ha, hast du Assassinen eingeschleust? Achso, ich dachte, es geht um die Wachen. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Fürst. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. Okay, es gibt ein Turnier. Da möchte ich mitmachen, bitte. Ach, das sind die neuen die beim Turnier mitmachen, oder was? Marshal of the Holy State of Hyzant. He is the newest appointee to the Saintly Seven and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. Okay. His rise to prominence nigh unheard of for one so young. A general of the Grand Duchy and Hyzant's young hope. I imagine this will not be the last I hear of them. Ihr werdet garantiert noch einige Male miteinander zu tun bekommen, da bin ich mir sicher. Oh, Eierkopf. Sourcely end of Hyzant, yes? Just so, my lord. Der ist irgendwie unspektakulär nach den ersten beiden. Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Exham of late. So even the great monolith that is the Holy State is not immune to internal strife. Ja, Menschen sind halt gierig, wenn es um ihre Position geht. Hoppala, das war nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Entschuldigung. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Fürst. Okay. Wichtiger Mann, wichtiger Mann. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. Ach, das ist... Vetternwirtschaft geht selten gut aus. Also Vetternwirtschaft, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, wenn du in einer Position von Macht bist und dann wichtige Positionen an Familie und Freunde verteilst, statt an Leute, die richtig Ahnung haben. Und Fürst wollen wir nicht gegen uns aufbringen, auch das habe ich soweit verstanden. Overall bin ich bei der Story noch gar nicht richtig drin, aber so viel gibt es ja nicht. Es gibt 3 Königreiche, die nicht miteinander mehr kämpfen, obwohl sie mal miteinander gekämpft haben wegen Salz und Metall. Rennie klingt auch wie so ein Spitzname. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Ich will auch mitmachen. Turnier klingt geil. Turnier klingt, als könnte man da was Gutes gewinnen. Allow me to escort you to Whiteholm Castle, where the ceremony will take place. Schloss Weißholm. Sehr schön. Weißholm Garten. Ich kann das auch ausblenden. Sehr schön. Kann ich auch ordentlich Screenshots machen. Brauche ich nicht jedes Mal irgendwelche merkwürdigen Titelbilder machen.
At ease, Huet. I trust all was well in my absence. Oh. Jetzt kriegt er Ärger. Well enough. Another visit to the Wolffort domain, was it? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Ach, sie ist wahrscheinlich ja sein Leibwächter. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. Oh. I'm perfectly capable of taking care of myself. Das sagen sie alle und dann sind sie tot. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny used to be. Bin mir nicht so sicher. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Er hält nicht viel von sich, glaube ich. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Huet. Forgive me, truly. It won't happen again. Oh, das wird wieder vorkommen. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolffort, no less. Wir dürfen tatsächlich mitkämpfen. Geil, mit ihm zusammen. His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. Oh, kann ich sie mitnehmen? Sie wirkt so assassinenhaft irgendwie. Könnte aber auch einfach nur sein, weil sie so eine schwarze, dunkle Kleidung anhat. Aber so eine Assassine hätte ich gern, glaube ich. Oder zumindest so eine Attentatsfigur, mit der ich mich hinter Gegner schleiche und die dann so platt mache von hinten. As you wish. Weiß nicht, hätte ich gerne, glaube ich. Das klingt richtig cool. War das jetzt nur wegen... Was für eine tolle Nebenmission. Einfach nur angehört, dass es morgen eine Tournee gibt und gesehen, wie er nach Hause gekommen ist. Naja, soll mir recht sein. Auf in die Burg Wolffort. Zurück mit unserer Verlobten. Willkommen zurück. Achso, ja. Automatisch weitermachen. Dankeschön. Were there any troubles while we were out? Nope. None to speak of. Aside from Eridor here. But what else is new? Haben wir jemanden festgenommen? Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? Gott, er ist sauer. Haben unseren Vater sauer gemacht. So garantiert unser Vater, oder? Lower your voice. Must you always shout so? Or can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? Burn. There is no cause for concern, Eridor. Besides, I'm not a child anymore. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... Eridor ist nicht unser Vater, sondern mehr so... Leibwächter oder sowas in der Art. And this must be the young lord's bride-to-be. Sie freut sich sehr. Sieht man ihr doch an. Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. Sie klingt wirklich nett. And I am Gila, her attendant. Pleased to make your Du bist die Heilerin. Allow me to introduce those in service of House Wolffort. This is Eridor, Master-at-Arms and Commander of our military forces. Waffenmeister und Kommandant. Das erklärt die You'll be the Sorge. lady of House Wolffort. No harm will befall you as long as I'm around. Wir hoffen, Mr. Waffenmeister. Wenn meiner Frau was passiert, dann knallt's. My right hand. If you require anything, just say the word. Word. They may not be of my blood, but they are my family just the same. And from this day on, they're your family as Jo, well. was machst du da? Da passt du nicht rein. Eine Katze versucht gerade in eine Ecke zu kommen, in der sie nicht reinpasst. Aber sie gibt nicht auf. Naja, muss ich wissen. Wenn sie stecken bleibt, dann muss ich sie nachher wieder rausziehen. Ja. Junge, pass auf, was du formulierst. Sie ist immer noch eine wichtige Persönlichkeit und ich möchte nicht ihre Familie verärgern. Der kann doch den Morgenappell machen, dann weckt das ganze Schloss auf. Ja gut, alle amüsieren sich, das ist schön. Das freut mich. Wenn sich alle amüsieren, bin ich da auch bei. My lord, your father awaits you in his chambers. Okay, unser Vater lebt also noch. I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Eridor. Viel Spaß. Lady Frederica, pray come with me. Father is expecting us. Na, Eridor haben sich angeschlossen. Nice. Mehr Leute, die mich begleiten.
Shiva. Bist du aus deiner Ecke raus und musst jetzt wieder von meinem Bildschirm laufen, oder was? Ah, so. So, willst du da auf deinen Schreibtisch hoch, auf deinen Schrank? Oh, geil, sie ist tatsächlich eine Assassine. Bewegt sich lautlos und unbemerkt, bis sie überraschend zuschlägt. Kann in einer Runde 2 Kommandos ausführen. Das klingt nach einem Charakter, den ich immer dabei haben werde. Wenn möglich. Außer sie ist jetzt übelst schwach. Achso, Kreis, okay. Eradors Eigenschaften. Herausragende Abwehr macht sie zum Schütze. Okay, Tank und Assassine. Kontert physische Angriffe von Gegnern auf benachbarten Feldern. Okay. Wie viele Klassen gibt es, die wir hier nachher bekommen können? As you are well aware, there are 2 events of utmost importance to be conducted before Lord Serenella and his bride are wed. Okay, welche? Wildschweinjagd? Okay, Förderabkommen. Und ein Turnier. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full Okay, ihr dürft eine eigene Mine Fürst and aufmachen. Das ist auch was Interessantes sicherlich. You can thank King Regnant for that. It was by his most wise and generous proposal that the 3 nations of Norzelia now strive toward a common goal. Needless to say, delegates from each nation will be joining in the festivities. From the Grand Duchy of Esfrost, Lord Dragan Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. The Holy State of Übrigens für die Leute, die mit Octopath Traveler zum Beispiel auch nichts anfangen können, die Spiele sind sehr dialoglastig. Die haben halt eine richtig geile Optik, häufig eine richtig geile Story und ein geiles Kampfsystem, aber die Story geht halt auch ein bisschen mehr als in den meisten anderen Spielen. Ich versuche sie selber so gut wie möglich zu verstehen und euch zu erklären, damit, falls ihr irgendwie mal durchskippt, dass ich niemandem übel nehmen kann. Ich kenne das selber, wenn ihr euch mit der Story nicht so großartig befassen wollt und eher so die Action sehen wollt. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Projekt sowieso nicht mehr als 2 Leute gucken werden. Also von daher, an die 2, die es gucken, fühlt euch gegrüßt. Will ich mitmachen bei dem Turnier. Das klingt richtig geil. So ein richtig geiles 6 gegen 6 in einer coolen Arena, wo man so die neuen Fähigkeiten ausprobieren kann und sowas. Ja, die haben wir ja gerade alle gesehen. The pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Still, I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolffort. Gut. On that matter, there are 2 things I should make clear. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolfforts. Stattgegeben. Wenn er sein Pferd mitbringt, dann bin ich dabei. Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? Ach, warum nicht? Soll bei uns mitkämpfen. Apparently, he originally formally requested to do just that, but King Regna would not allow it. Oh, was für ein Arsch. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Well, he's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. Gut, dann rein mit ihm. I reckon his Probieren wir dem Königshaus die Majesty would be Fresse. beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzand. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. Was? Er ist krank? Indeed. Sadly, the lord of the house is in no condition. Oh nein, unser Vater stirbt während des Spiels. Wenn er selbst angesprochen wird, sterben sie einfach während des Spiels an irgendeiner Krankheit oder erdolcht von irgendjemandem. Lord Simon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. Ja, natürlich. Der Tod entkommt keiner, schon gar nicht dem im Alter. So be it then. You can leave. Okay, du beschützt den Prinzen. Friedliches Fest. Okay. Keine Sorge, wir haben Assassinen dabei. Die weiß, wie man aufpasst. Ich würde aber gerne noch einen Kampf machen, die Folge. Kann ich jetzt irgendwo kämpfen? Bitte? Oder wird es heute eine reine textbasierte Folge? Ich kann auf jeden Fall nichts weitermachen. Dann
Das ist ein super einfaches Let's Play. Ich gucke mir einfach mehr so eine Reaction als ein Let's Play, wenn keine Kämpfe kommen. Hallo, bist du unser Vater? Father. Okay, ja. I bring to you my betrothed. Hier, das ist dein Stepdaddy. A pleasure to meet you, my lord. I am Frederica of House Esfrost. Das ist doch eine wichtige Persönlichkeit, oder nicht? Also, die müsste doch vom Rang her sogar über denen stehen, die da jetzt gerade angekommen sind zum Kämpfen. The Saltiron War would rage on still today. I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. Ja, du bist fein. Außerdem hast du pinke Haare, das macht dich schon mal 10 Punkte besser als jeden anderen. Aber stimmt, vom Alter her, der Vater, der müsste den Salzeisenkriegen ja auf jeden Fall mitgemacht haben. Da ist ja nur 30 Jahre her. I believe that in any journey, the first step is the most important. Wenn wir sagen, der ist so 50, 60, dann war er in den Salzeisenkriegen gegen Ende 2030, also... Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Gut. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. Naja, so ist das halt mit arrangierten Hochzeiten. I should like to know what you wish of me, that I might live up to your expectations. A most reasonable request. Oh Gott, jetzt sagt er, was er mit uns vorhat. Was er von uns erwartet. Yes, Father. 10 Kinder, 5 Männer, 5 Frauen. Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Esfrost, that the ties between our two nations might be strengthened. Das habe ich mitbekommen. To give us more leverage against Hyzant with their monopoly over salt. Ist halt so wichtig. Precisely. With Glenbrook and Esfrost consolidating their power, Hyzant was left with little choice but to join the alliance. Ich weiß trotzdem nicht, warum Salz so wichtig sein soll. While Lady Frederica is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. Ah, okay. And House Wolfforts, for all our military prowess, is no more than a bannerman of the king. Also 2 ausgestoßene, nicht ausgestoßene, aber schon so eher Außenseiter. It would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. Just so, yet neither nation chose that. And do you know why? Punkt. Einer hat eine Ahnung. So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, we could be cast away like pawns. Ja. Precisely. Such are the schemes of those who rule nations. Ach komm, das hättest du doch wissen müssen. I understand now. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolffort name. Als ob die euch heiraten lassen, nur weil ihr beide, wenn ihr beide wichtig werdet. Das ist eine Testmöglichkeit hier. Jetzt gucken, ob die miteinander klarkommen. Wenn nicht, dann Wiedersehen. Herzinfarkt. Oh nein, wir werden des Mordes bezichtigt. Na, wobei ist unser Vater. Lord Simon. Schnell. Makuri mit Feuermagie. I am an old man, and my health is not what it once was. Oh, er vererbt uns jetzt sein ganzes Königreich. As of this day, I abdicate my position as Lord of House Wolffort. You will serve in my stead from tomorrow forth, my son. Oh. But Father, I am not ready to... Richtig, erstmal muss ich morgen noch auf ein Turnier. My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready. Na, dann schauen wir mal. What your subjects need from you. Genau, das habe ich gesehen. Die Untertanen und Vasallen. Denn man trifft jetzt tatsächlich Entscheidungen, die den Charakter meines... Also die Entscheidung, die mein Charakter trifft, in eine von 3 Richtungen lenken. Und die Vasallen haben auch so Gesinnungen. Und man kann dann einige Vasallen besser und andere schlechter beeindrucken und alles.
Also es soll richtig interessant werden, was so Story und Entscheidungen und sowas angeht. Später. Also später müssen wir tatsächlich mit unserem Volk so Entscheidungen treffen und so einen ganzen Kram. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own schemes. Richtig. Vor allen Dingen die S-Froster. I hope that you will be there to support my son through it all, as his wife, but also as your own person. Guck mal, so eine arrangierte Ehe funktionierte damals besser als so manche Ehe heute. Muss man sich auch mal klar machen. Of course, my lord. It was my intention from the moment I boarded the ship. Kann ich jetzt zum Turnier? Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Wer? Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord of the House. Da wenigstens noch ein Abendessen gönnen, ja. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son. Okay, dann nutzen wir das Turnier für eine maximale Bühne. Simon ist ein Influencer. Rest well tonight, both of you. Okay, ich denke, wir werden heute wohl keinen Kampf mehr machen. Aber hey, dann gibt es wohl auch eine ganze Menge Story. Aber ich könnte ja auch eine 40-Minuten-Folge machen. Wenn sowieso keiner die Folgen guckt, dann kann ich die auch ein bisschen länger machen. Wie speichern? Nee, aber nichts gemacht. Ein bisschen Story angehört, die kann ich einfach durchskippen. Guck mal, das ist die Mine. Years after the salt iron raged across Norzelia, a vein of precious minerals was unearthed in the kingdom of Glenbrook. From east to west, joy swept the land. United at last in common cause, the kingdom of Glenbrook, ja, wenn da mal nicht ein Krieg rauskommt noch. And the holy state of Hyzant endeavored to wrest this bounty from the earth. Ja, die Erzadler wird noch Probleme machen, glaube ich. This uneasy alliance between once bitter enemies will herald a new era of tranquility in this long embattled realm. Guck mal, da sind alle. One after another, dignitaries from each nation arrive in Glenbrook to solidify this accord and toast to its success. The first step on the road to peace. Hoffentlich. Among those who would forge this road is Noah Wolffort. Inheriting the title of Lord Wolffort from his father Ja, guck mal, Simon wird eingeladen und Sarah Noah taucht auf und sagt so, ey, ich bin übrigens jetzt Lord und so. Alle so, oh nee, Alter, mit dem jetzt abhängen? Nee, Mann, wir hätten viel lieber mit deinem Vater abgehängt. Schuldet uns noch Geld. Oh, guck mal, das Rote sah aus wie Gegner. Welcome to Castle Wolffort, Minister Lila. Ach nee, das sind die, die vorher angetroffen sind hier. Were it not for your nation's generous efforts, this venture would never have come to fruition. Das stimmt. Würde schon irgendwann zustande kommen, aber deutlich später. You too have served an invaluable role in this. Though I must admit, the news of the union between your son and Lady Frederica came as quite the surprise. Ja. None in Hyzant considered that a bannerman of Glenbrook would join with the ruling family of Esfrost. Warum nicht? I hear that Lady Frederica is the Archduke's half-sister. I must ask, how did this arrangement come to be? Your curiosity is only natural. This union was promised during the war, an arrangement made with the previous Archduke. Truth be told, I am surprised one as well informed as yourself did not already know. And this is your son, as I recall. Noah Wolffort. Guten Tag, neuer Fürst übrigens. And I am Frederica Esfrost. Heißt sie dann weiter Esfrost, wenn die geheiratet haben? But I believe this marriage will herald a bright future for us all. For today, I intend to step down and leave. Guck mal, er sagt auch gleich den Leuten, dass er abtritt. You're abdicating your position? Surprising news comes in pairs, I see. Nonetheless, I am happy for Die versucht garantiert ihn zu beeinflussen für irgendwas. the lords and ladies at tonight's banquet will take great interest in the new Lord Wolffort, as will I.
Er freut sich richtig. Also Serenoa freut sich richtig. Der hat richtig Bock, heute Abend da als neuer Fürst aufzutreten. Erstmal betrinken und auf den Tisch kotzen. Indeed. He has been appointed to oversee operations at the Grand Norzelian mines. I understand his star in S-Frost has seen a meteoric rise. Good. I would like to hear more of this new explosive substance he means to use to blast the tunnels. Explosive Substanz. TNT. TNT kann man auch als Waffe benutzen. Sie ist auch ein Heiler. Wahrscheinlich arbeitet sie auch mit Giften, könnte ich mir vorstellen. Auch noch einen Charakter haben, der Gift macht. Ah, auf jeden Fall. Ich brauche noch einen Poisoner in meinem Raster. Assassine habe ich. Dann noch Poison. Tank habe ich. Heiler habe ich. Und dann kann ich mich schön auf die Gegner konzentrieren. Wollte ich noch was? Magier haben wir. Einen Supporter haben wir. Dann gibt es nur noch andere Damage-Dealer. Mischvarianten. Was? Nicht auf den Tisch kotzen? Langweilig. So, was man als Fürst machen sollte, ist sich hemmungslos besaufen und unangenehm auffallen. Hast du gleich bis an dein Lebensende den Titel der betrunkene Fürst weg. Wo Dragan wohl steckt. Ich kann mich umsehen. Ah, guck mal, ich kann jetzt in der Stadt mich umsehen. Es gibt also tatsächlich auch eine Erkundungsmöglichkeit. Erkundungsphase. Nutze die Erkundungsphase, um mit Bewohnern zu sprechen, Gegenstände zu sammeln und auf dem Schlachtfeld vorhandene Vorrichtungen zu prüfen. Hatte gleichzeitig Kreis gedrückt, um zu sprinten. Start für Erkundung beenden und mit der Geschichte fortzufahren. Gut, wir gucken noch ein bisschen uns um. Und bevor wir das Ganze beenden, hören wir mit der Folge auf. Hallo. Ich werde jetzt aber nicht durchlesen, was alle von euch zu sagen haben. Ich möchte mich nur umgucken, ob hier irgendwo Gegenstände liegen, die ich gebrauchen kann. Du hast erstmal nichts. Auf Wiedersehen. Hallo, hast du was zu sagen? Oh Gott, du hast viel zu sagen. Hallo Wache, hast du was zu sagen? Nö. EP-Pastille erhalten. Ich find's geiler, wenn sie es trotzdem Potion nennen würden, einfach. Neuseelia-Chroniken Band 12 hinzugefügt. Beim Streifzug durch Neuseelia wirst du hier und da Schriftstücke entdecken. Einen direkten Einfluss auf den Spielfortschritt haben sie nicht. Hier mal tieferen Einblick. Okay. Gute Schriftstücke kannst du dir jederzeit angucken. So, Kleiner. Ich will mit seinen Freunden verstecken. Ich verpetz dich. Ich weiß, wo du bist. Da unten hat sogar einer eine Nebenquest für mich. Guck mal hier noch. Das Spielstil ist voll geil. Katze. 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 Entschuldigung, ich wollte dich nicht... Oh, das ist voll niedlich. Guck mal, wie sie sich streckt. Oh. Genug geärgert. Quest machen wir gleich. Gibt es hier irgendwo einen Markt oder sowas in der Art, wo ich mir Waffen kaufen kann? Da liegt auf jeden Fall noch ein Item. Sonst sehe ich erstmal nichts. Geheimräume sehe ich jetzt auch erstmal nicht wirklich. Was du von mir willst. Dorfbewohner reden ignoriere ich mal. Die werden sicherlich nicht so viel Wichtiges zu sagen haben. Das ist in kaum einem Spiel, sind die irgendwo großartig wichtig. In einigen wenigen... Ach, guck mal, das Dragan. Du bist wichtig. Okay. Du bist der Händler. Okay, mit dir kann ich mal noch nicht reden. Und da lag ein Item. Hier ist auch noch ein Item. 100 Geld erhalten. Nice. Das nehme ich doch sehr gerne. So, wem schimpfst du hier? Du spielst Verstecken? Bin ich ein gutes Versteck. Tu bloß nichts Gefährliches. Der Vater würde sicher nicht wollen, dass du dich verletzt. Ein leeres Fass gesucht. Muss clever sein. Beleidigen wir sie? Also nichts Gefährliches fällt raus. Ein leeres Fass wäre natürlich cool, aber ich glaube, ich möchte, dass sie clever vorgeht. Keine Ahnung, in welche Richtung clever geht, aber... Naja, was hast du noch zu sagen? Wolfforts beschreiben. Okay, so Ausrufezeichen sind Gesinnungssachen, okay. Anstatt richtig kennenzulernen, muss man sich auch in ihr amüsieren. Das hat mir Erador mal gesagt. Mit etwas blumigeren Worten. Seine Hafenstadt und Umschlagplatz für das neue Eisen.
Die Steuern im Auge behalten, in den Handel frei entfalten. Mauern sind starke Schützenwolke vor unliebsamen Besuchern. Jo, wir beleidigen alle anderen. Wir sind safe hier. Waren nur ein paar Banditen im Hafen, was willst du? Okay, dann würde ich sagen... nee, komm, ich habe die freie Erkundung durch. Wir gucken mal, was noch passiert. Dauert halt 45 Minuten. Wir gönnen uns noch ein bisschen Texte heute hier. Ab zum Bankett. Da wird garantiert nichts Schlimmes passieren. Wenn doch, dann kämpfen wir beim nächsten Mal. Guten Tag. I thank you for your hospitality today, Lord Serenoa. Think nothing of it. Wie war es im Dorf, Dragan? Did you enjoy the city, Lord Dragan? Quite. Its people are full of life and love for their lord. That says all I need to know about House Wolffort. You honor us with your words. I am only being frank. Frederica is the sister of the Archduke after all, and my cousin Das ist deine Cousine, okay. Also gehörst du bald auch so zur Familie. Suffice to say, my expectations were exceeded. Das ist, freut mich sehr, wenn man sowas über mich sagt. Your ingenious contributions to the mining efforts. I sense prosperous days are ahead of us. As do I. Finally, our nations enter into an age unfettered by war. Der Krieg ist 30 Jahre her. Ihr seid nicht mal alt genug, um euch an den Krieg richtig zu erinnern. Glenbrook's mediation, there is no limit to what we can achieve. We must regard each other as equals and forge mutually beneficial relationships. I sense skepticism in your words, Lord Dragan. Do you mean to imply our relations are not already mutually beneficial? Nein, sind sie nicht. Sind sie nie. I need not imply anything. The salt tax you claim makes my case more than clear. Oh, er hat Streit angefangen. Bold words from one so young. Is that how peers speak to one another? Ich frage nochmal, warum ist Salz so Perhaps wichtig? the young ones, yes. What do you think, Lord Serenoa? Dissatisfaction with the salt tax was one cause of the war, was it not? Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. This is the foundation of the teachings that guide us in Hyzant. Sure. By allying with Esfrost, do you mean to gainsay our most fundamental beliefs? Ja, ich will Pommes machen. Of course not, Minister. We understand that the source is Norzelia's sole Okay, supply of salt. ihr habt so ein totes Meer bei euch. We would not deny that it is the holy state's right to harvest and tax it as you see fit. Thank you for acknowledging that. Though it strikes me that your words are measured. You needn't be so non-committal, Lord Serenoa. It is only reasonable that the three of us have differing opinions on the matter. Viel habt ihr damit in der Tat nicht gesagt. Wir reden viel und sagen wenig. Hätte ich eine Wahl gehabt, hätte ich gesagt, scheiß auf Salz, wir machen die platt. Wir können kein Meckes aufmachen bei uns, wenn wir kein Salz haben. I'm afraid matters of finance and politics do not come to us naturally. This, however, I can say. We will fight injustice and tyranny wheresoever it may be. Of course, we do not enjoy conflict. Still, we will not hesitate to defend our land and our people should the need arise. Das ist eine versteckte Drohung, was er gerade macht. No matter how mighty the threat, we will fight for home and kingdom. Yes, Lord Simone. Of that Er sagt im Prinzip, ey Mädel, übertreib's nicht, ansonsten gibt's Ärger. I apologize if I spoke out of turn. But the fact remains that as every winter passes, the tension between our nations grows, and salt is the cause. Warum ist Salz so wichtig? The common folk have all but forgotten its taste. Es geht also wirklich nur um den Geschmack, okay, es ist als wirklich ein Geschmack. Und Salz war bei uns ja auch früher mal richtig wertvoll. I personally believe that salt should not be a luxury reserved for the privileged few. All those who live require it. Not just those lucky enough to be born. Stimmt, Salz hat auch wichtige Nährstoffe drin, ne? You agree with me Ja, then? das sagt sie so, glaube ich nicht. Matters little. In Hyzant, the word of the goddess, as conveyed to us from the lips of the Hierophant, is absolute. Den Hieropathen müssen wir, glaube ich, einfach mal ein bisschen gegen Schienbein treten. Und dann ein bisschen Jodsalz in die Wunde kippen. Indeed.
Vielleicht kriegen wir in der Mini ja Steinsalz, dann hätte er das Problem gelöst. Das würde dann aber dem Wüstenlord überhaupt nicht gefallen, glaube ich. Das hoffe ich auch. Yes, Father. Auch wenn ich mit mehr Kämpfen gerechnet habe bis hierhin. Wenn jetzt 35 Minuten, wo nichts passiert ist. Außer Story. Okay. Ja, dann machen wir an der Stelle noch einfach einen Cut und beenden die Folge. Und hatten heute wirklich nur Story. Das war jetzt mehr so eine Reaction. Falls ihr euch mehr Reactions wünscht, sagt gerne Bescheid. Dann werde ich Reaction-YouTuber. Wie die meisten anderen auch. Einfacher Content. Schnell erledigtes Geld. Ohne Facecam lohnt sich das, glaube ich, nicht. Deswegen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir gehen auf jeden Fall einmal hier weiter und gucken uns an, wie es mit dem Turnier weitergeht. Und dann geht es hier weiter. Vielleicht dürfen wir beim nächsten Mal auch ein bisschen kämpfen. Und wenn nicht, dann nicht. Wäre schade. Ich würde gerne nochmal kämpfen. Aber hey, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.